Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das Video, auf das ihr alle gewartet habt, denn heute werde ich Kimchi selber machen. Und ihr werdet dabei sein und sehen, ob das Ganze bei mir so klappt, wie es eigentlich klappen soll. Wir sind hier in meiner Küche, die eigentlich nicht dafür geeignet ist, um Kochvideos zu drehen, weil hier nämlich absolut kein Platz ist. Viel Spaß! Ich mache das jetzt wirklich mit den Sachen, die ich bekommen habe. Also das sollte kein Problem sein, dass ihr das auch irgendwie bekommt. Vielleicht in den Laden gehen, wo ihr wisst, dass es eine extra Asia-Abteilung gibt. Und hier habe ich euch schon ein paar Geschnibbel erspart. Ich finde es immer super langweilig, sich das anzugucken. Das ist der Chinakohl. Der ist schon klein geschnitten für die Leute, die nicht wissen, wie Chinakohl aussieht. So sieht Chinakohl aus. Ich habe das direkt einfach klein geschnitten in so kleine Würfelchen. Natürlich waschen vorher, sehr, sehr gut waschen. Und dann einfach mit Meersalz salzen und einlegen für mehrere Stunden. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, 4 Stunden insgesamt. Ob der Chinakohl fertig ist, seht ihr dann daran, dass da so viel Wasser rausgekommen ist. Also das ist jetzt, nachdem ich das in Salz eingelegt habe. Für die Menge an Salz, ich habe jetzt hier, also in dem Topf ist ungefähr so ein halber Chinakohl drin, mittelgroßer, habe ich ungefähr so 4 gehäufte Esslöffel Salz reingetan. Das ist natürlich sehr viel, aber das muss ja hier, diese dicken Stücke müssen ja weich werden. Deshalb macht man diesen Schritt eigentlich auch. Und als nächster Schritt, was wir jetzt nämlich machen werden, ist den Chinakohl einmal abzuwaschen von dem ganzen Salz. Dann kommt hier jetzt einfach das Kimchi rein. Ihr seht schon, da kommt sehr viel von dem Salzwasser mit raus. Und Nummer 2 und Nummer 3. Das sind übrigens insgesamt 2 mittelgroße Chinakohlköpfe. Jetzt einfach mit Wasser ausspülen. Nach dem ersten Mal abspülen nochmal den, wie nennt sich das, Tropfen dazu machen im Waschbecken und einfach mit Wasser auffüllen. Das lassen wir jetzt noch mal ein paar Sekündchen so liegen. Natürlich habe ich dafür jetzt kaltes Wasser genommen und kein warmes oder lauwarmes Wasser. Das muss wirklich schön kalt sein. Dann könnt ihr einfach so ein Stückchen von dem Chinakohl nehmen und einfach probieren, ob der noch zu salzig ist. Ich würde sagen, der ist gut so. Dann wisst ihr nämlich, ob ihr das nochmal ausspülen müsst oder nicht. Im nächsten Schritt geben wir das Ganze portionsweise in eine Salatschleuder, einfach um das Wasser zu entfernen. Das kommt dann in eine trockene, saubere Schüssel. Ich musste die jetzt echt im Badezimmer auswaschen. Ne? Leute, ich habe einfach keinen Platz hier. So macht ihr dann einfach weiter, bis ihr diese ganze Portion, die im Waschbecken ist, einigermaßen trocken habt. Vorher war das alles in 3 Schüsseln und jetzt ist ja die Flüssigkeit ein bisschen aus dem Chinakohl rausgegangen und jetzt passt das auch alles in so eine große Schüssel rein. So, für die Kimchi-Paste gebt ihr einfach 500 Milliliter Wasser in einen Topf und solange das Wasser noch kalt ist und das nicht aufgekocht ist, kommen da 4 Esslöffel Reismehl rein. Falls ihr kein Reismehl bekommt, nehmt ihr einfach Weizenmehl, das funktioniert genauso gut. So, und solange das Wasser noch kalt ist, muss man das umrühren. Da sollte dann ungefähr so ein weißliches, milchliches Wasser bei entstehen, ohne Klümpchen. Und erst dann wird das Ganze aufgekocht, so auf mittlerer Temperatur. Und wenn die ersten Bläschen hochsteigen, ist es dann fertig. Das dauert dann ungefähr so 3 Minuten, je nachdem, was ihr für einen Herd habt. Am besten rührt ihr die ganze Zeit weiter, während das am Aufkochen ist. Sobald ihr merkt, dass die untere Schicht ein bisschen dickflüssiger wird, sofort die Temperatur ein bisschen runterdrehen und immer schön weiter rühren. Ihr seht, das Ganze wird dann direkt ein bisschen dickflüssiger. Und wenn das so eine Konsistenz erreicht hat, müssen wir den Herd direkt ausstellen.
und das Ganze von der Flamme nehmen. Und dann rührt ihr in die Masse einen Esslöffel Zucker rein. Das bleibt euch jetzt selbst überlassen, ob ihr braunen Zucker nimmt, also so Rohrzucker, oder den ganz normalen weißen Industriezucker. Und dann nochmal gut umrühren. So sieht das aus. Sehr dickflüssige Masse. So, die Masse muss jetzt erstmal abkühlen. Ihr seht noch, da steigt richtig Dampf auf. Das muss wirklich kalt sein, bevor wir das verwenden. In der Zeit könntet ihr jetzt die anderen Zutaten vorbereiten. Ich habe das ja schon gemacht. Ich zeige euch das nochmal eben. So, was habe ich jetzt hier genommen? Das sind einmal Lauchzwiebeln. Die habe ich einfach in solche Stängelchen geschnitten. Und dabei habe ich darauf geachtet, dass der weiße Part, der ganz unten ist, dass der ein bisschen dünner geschnitten ist als der grüne Part, weil der ja weicher ist. Und ja, ich finde, das schmeckt dann so einfach besser. Dann habe ich noch Möhrchen genommen, die habe ich auch in so kleine Stifte geschnitten. Und Radieschen. Ja, ich weiß, Radieschen kommen normalerweise nicht in Kimchi rein, sondern dieser weiße Rettich, Daikon-Rettich heißt der, glaube ich, den habe ich nicht bekommen. Und ich wollte ja ein Kimchi-Rezept machen, was einfach ist nachzumachen. Radieschen bekommt ihr zu dieser Jahreszeit eigentlich überall. Dann habe ich hier noch Knoblauch, also da sind ein paar mehr Knoblauchzehen, die sind jetzt unter den Möhren. Das hier ist ein großes Stück Ingwer, davon nehme ich aber wahrscheinlich auch nur die Hälfte. Und dann hier so rote Zwiebel. Und dann einen geriebenen Apfel. Normalerweise kommt dort eine Birne rein, eine süße Birne. Das ist, glaube ich, eine extra koreanische Sorte, die da reinkommt. Kriegt man hier natürlich auch nicht so einfach, deshalb habe ich jetzt einfach einen Apfel genommen. Dabei darauf achten, dass das eine süße Sorte ist und ohne Schale verwenden. Also ich habe den einfach geschält und dann auf einer groben Reibe klein gerieben. So, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist Knoblauch, Ingwer und Zwiebel in einen Mixer zu geben. Das muss man nämlich schön klein haben später, also wie so eine Paste auch. Dann habe ich den nochmal durchgeschnitten, den Ingwer, erstmal nur eine Hälfte. Ich habe mich jetzt kurzerhand entschieden, dort ein wenig Sojasauce reinzupacken, weil mein Mixer, glaube ich, da ein bisschen Flüssigkeit braucht. Ich habe hier so eine koreanische Sojasauce. Wir sehen ja dann, was dabei rauskommt, ne? Ich bin ja immer für Experimente. In der Zwischenzeit könnt ihr dann weiter mit der Paste machen. Da kommen jetzt 4 Esslöffel von dem Gochugaru rein. Das sind koreanische Chili-Flocken, so sehen die aus. Oh, ich weiß gar nicht, ob 4 nicht ein bisschen zu viel ist. Ich mache mal erstmal 3. Und eher flache Löffel, also nicht so gehäufte. Ungefähr so. Dann einmal schnell umrühren. Ich bin jetzt bei 3 Esslöffeln geblieben und jetzt kommen da noch 4 Esslöffel Fischsoße rein. Das ist jetzt thailändische Fischsoße, aber das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und dort kommen jetzt die restlichen Zutaten rein, alles außer der Chinakohl. Das wären dann einmal die grünen Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, je nachdem, wie ihr die nennen wollt. Dann die Möhrchen. Oh, ich hatte doch noch ein Stückchen Knoblauch. Haha, fail. Egal, kommt an die Seite. Dann hier die Möhren. Und jetzt das Ganze nochmal gut umrühren. Ich habe natürlich den Apfel vergessen da rein zu tun. Das holen wir jetzt nach. Ihr seht, ich mache das alles zum ersten Mal. Das ist ja Real-Life-Experience. Also, jetzt sind wir aber fertig mit der Paste und da kommt jetzt der Chinakohl rein. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das am besten mache, weil diese Masse muss wirklich an jedes einzelne Blatt Chinakohl rankommen. Das ist jetzt meine Lösung, nennen wir es 3-Stufen-Plan. Hier kommt jetzt der Chinakohl rein in diese Masse. Dann massiere ich das so schön ein. Irgendwie doch kein 3-Stufen-Plan, aber ja, ich ziehe das jetzt einfach durch. Aus Fehlern lernt man. Der Chinakohl hat natürlich jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen Wasser gelassen. Das ist auch ganz normal, macht euch da keine Sorgen. Achtet nur drauf, dass ihr das dann immer, bevor ihr das zu der Masse gebt, noch so ein bisschen ausdrückt von dem Wasser. Die dritte Schüssel hätte ich mir jetzt auch sparen können, wie ihr seht. Aber aus Fehlern lernt man. Wie gesagt, ich mache das Ganze zum ersten Mal. Vielleicht bin ich ja irgendwann ein Profi und dann kann ich euch richtige Insider-Tipps geben.
Vielleicht bin ich dann auch irgendwann mal umgezogen und vielleicht habe ich irgendwann eine geile Küche und vielleicht habe ich irgendwann Abonnenten, die mich auch anschauen. Jetzt geht es darum, das Ganze umzufüllen in Container. Ich habe jetzt hier so einen, der ist aus Glas mit so einem Deckel drauf. Da ist einfach nur wichtig, dass das luftdicht verschließbar ist. Das wird aber auch schon die schönste Form und Variante sein, denn den Rest, den ich verwende, sind solche random Gläser, wo schon vorher irgendwas drin war. Das hier war zum Beispiel Kokosöl oder irgendwas, eingelegte Gurken oder so. Davon gibt es ja auch oft die etwas größeren Einmachgläser. Die könnt ihr auch verwenden. Ganz, ganz wichtig dabei ist, mit sehr, sehr heißem Wasser ausspülen. Also am besten einmal ganz normal reinigen. Dann nochmal mit heißem, gekochtem Wasser schön ausspülen. Da dürfen keine Bakterien drin bleiben. Und wie gesagt, das Ganze muss luftdicht verschließbar sein. Das ist jetzt die Menge Kimchi, die dabei rausgekommen ist aus 2 Chinakohlköpfen. Die ersten 3 Container, also die Einmachgläser und die Dose, sind wahrscheinlich ganz okay. Die blaue Dose ist jetzt nicht optimal, weil erstens konnte ich das nicht bis oben hin bedecken. Das sollte schon eigentlich nicht der Fall sein. Ich werde das wahrscheinlich gleich nochmal umfüllen. Aber hier kommt auf jeden Fall jetzt gleich erstmal der Deckel drauf. Aber vorher drücke ich das nochmal so ein bisschen mit einem Löffel fest, damit das möglichst luftdicht ist, beziehungsweise damit das fest im Glas ist. Also ihr habt verstanden, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. So sieht das Ganze jetzt aus und das bleibt jetzt auch so, wie es ist, einfach auf der Küchenzeile stehen für 3 Tage. Da setzt dann langsam die Fermentierung ein und dann kann man das in den Kühlschrank stellen und dann weiterhin dort lagern. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich werde das dann die Tage immer probieren und dann kann ich das in den nächsten Videos nochmal erwähnen, wie das vom Geschmack war und ob das gut war, ob das schlecht war, was ich anders gemacht hätte und so weiter und so fort. Das war's mit dem Kimchi-Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war einigermaßen hilfreich für euch. Und lasst mir doch ein nettes Kommentar unter dem Video da zur Unterstützung unseres Kanals, denn es läuft leider nicht so gut auf YouTube hier für uns. Deshalb wäre das super, super toll, wenn ihr das machen würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und mir bleibt jetzt nur noch dieses Chaos zu beseitigen. Dieses Video ist voller Realität. Ich habe schon gar keinen Bock da drauf, denn ich habe auch keine Spülmaschine. Euch wünsche ich aber noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.